Ich fahre seit meinem 18. Lebensjahr Auto und ich fahre sehr gerne Auto. Waltraud Kornblü ist nicht nur eine begeisterte Autofahrerin, sondern auch eine verantwortungsvolle. Die fast 80-Jährige lässt regelmäßig ihre Fahrtüchtigkeit von einem Fahrlehrer begutachten. Die Tochter sagt, Mama, pass auf, du wirst jetzt bald 80, dass ich langsam mein Auto abgebe. Sie meint, die Aufmerksamkeit würde doch nachlassen. Also im Augenblick merke ich das noch nicht. Muss ich einfach sagen. Ich fühle mich auch sicher, wenn ich fahre. Die Fahrt heute wird zeigen, wie aufmerksam sie im Straßenverkehr noch ist. Hier muss die Seniorin beweisen, dass sie innerorts das Rechts-vor-Links-Gebot beachtet. Na, das haben wir ein bisschen spät gesehen. Die Seniorin rauscht vorbei, ohne zu halten. Die meisten steigen ins Auto ein und sagen, also ich bin mir relativ sicher, dass ich noch sehr gut im Verkehr mitfahren kann. Aber das Problembewusstsein wird eben dann deutlich, wenn diese Situation auftritt und wir das auch ansprechen, wir das thematisieren. Ich nehme mal das Beispiel Gas und Bremse verwechselt und dann in die Tankstelle reingefahren. Das sind eben Dinge, die passieren häufig dann älteren Menschen, die dann eben häufig auch tragisch sind. Unfallforscher beschäftigen sich mit den Gründen solcher Aussetzer im Alter. Landläufig denkt man ja an die medizinischen Einschränkungen. Das heißt, man kann schlecht sehen oder hören oder hat vielleicht Diabetes oder zu hohem Blutdruck oder solche Dinge. Die spielen im Straßenverkehr allerdings selten eine entscheidende Rolle, weil ja alle Senioren in Behandlung sind und dann auch ganz gut eingestellt werden auf solche Krankheiten, bis auf Grenzfälle natürlich. Deswegen sind viel entscheidender sogenannte kognitive Defizite. Das heißt, die Fähigkeit, komplexe Situationen schnell und richtig zu entscheiden. Insbesondere nach dem 75. Lebensjahr würde das Unfallrisiko enorm steigen. Also gerade im innerstädtischen Verkehr kommt es eigentlich laufend zu schwierigen Situationen. Beispielsweise, man möchte nach links abbiegen, dann hat der Gegenverkehr ja grün. Es haben aber auch Radfahrer und Fußgänger grün. Und die haben natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn ich im Autoverkehr eine Lücke entdecke, heißt das noch nicht, dass die Fahrt frei ist. Und das macht solche Situationen eben extrem schwierig, gerade für ältere Leute. Wie schlägt sich Waltraud Kornblü in brenzligen Situationen wie dieser? Beim Linksabbiegen muss sie erst anhalten, auf andere Abbieger achten und kann erst dann losfahren. Die Seniorin macht alles richtig. Die Begleitfahrt heute hat sie, bis auf ein paar Flüchtigkeitsfehler, prima gemeistert. Aber die Hemmschwelle für ältere Menschen ist groß, sich solchen Fahrten zu stellen. Wie können Angehörige oder Betroffene erkennen, dass die Reaktionsfähigkeit nachlässt? Ein sicheres Indiz, dass es vielleicht zu Problemen kommt, ist, wenn man sich das Auto einfach mal anschaut. Wenn man an der Seite hängen geblieben ist beim Abbiegen oder beim Einparken. Das sind schon so Zeichen, die darauf hindeuten, dass man unter Umständen hier nochmal Hilfe benötigt. Oder dass man angesprochen wird von anderen Verkehrsteilnehmern oder gegebenenfalls auch angehupt wird, die dann wenig Verständnis aufzeigen. Das sind so Dinge, wo man sich mal selbstkritisch hinterfragen sollte, ob ich jetzt wirklich alles richtig gemacht habe. Unfallforscher plädieren sogar dafür, Begleitfahrten verpflichtend einzuführen. Bis jetzt müssen Betroffene und auch Angehörige die Fahrtauglichkeit selbst kritisch prüfen. Die Abgabe des Führerscheins ist ein ganz heikles Thema. Und ich rate eigentlich mehr dazu, das Auto zu verkaufen oder das Auto abzugeben und den Führerschein zu behalten, ihn quasi nicht mehr zu nutzen. Es ist einfach ein Alterungsprozess im Leben und dem muss ich gerecht werden. Ich bin begeisterter Fahrradfahrer und da ich das noch kann, habe ich kein Problem aufzuhören. Waltraud Kornblü könnte sich gut vorstellen, in 2 Jahren, also mit 82 aus Vorsicht und Rücksicht auf sich und andere, auf ihr heißgeliebtes Auto zu verzichten. Schönen guten Abend, Kairo Dekra, unser Ratgeber in Sachen Recht. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
Also mit dem Alter steigt das Unfallrisiko, habe ich eingangs gesagt. Können Sie das noch ein bisschen aufdröseln für uns? Ja, aber an der Gesamtbevölkerungszahl gemessen bauen die 65-Jährigen und Älteren eher weniger Unfälle als die Jüngeren, aber sie sind überproportional stark beteiligt an den schweren Verkehrsunfällen. Okay. Das ist vielleicht darauf zurückzuführen, ja, manchmal lässt die Sehkraft nach, das Hören lässt nach oder auch die Bewegungseinschränkung, der Schulterblick wird vielleicht nicht mehr gemacht. Das hat viele Ursachen. Ja, Reaktionszeit einfach auch, ne? Diese Kurse, die wir jetzt eben gerade gesehen haben, die sind ja freiwillig. Was meinen Sie persönlich? Sollte das Pflicht sein? Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn sowas ja als Pflicht kommt, obwohl eine Pflicht hat natürlich immer wie was Negatives. Aber so viele unsere Länder um uns herum, die zeigen, dass das wirklich gut klappen kann. Die skandinavischen Länder zum Beispiel, da muss man seine Fahrtüchtigkeit im höheren Alter nachweisen und da sind ganz gute Ergebnisse. Ich wollte gerade sagen, und die Unfallstatistik spricht dann tatsächlich auch dafür, ne, dass das tatsächlich auch was hilft, dass diese schweren Unfälle eben nicht mehr so häufig vorkommen. Wenn jemand gar nicht einsichtig ist, also mein Opa war so ein Kandidat, da mussten wir abends immer das Radio anmachen, dass morgens die Batterie beim Auto leer war. Wie leicht oder wie schwer ist denn ein Führerscheinentzug in Deutschland? Kann man das irgendwie anordnen, veranlassen? Die Führerscheinbehörde kann das tatsächlich anordnen. Nicht, dass der Führerschein gleich entzogen wird, sondern wenn eine Führerscheinbehörde Informationen davon bekommt, dass ein älterer Mensch nicht mehr so fahrtauglich ist, dann kann angeordnet werden, dass eine sogenannte MPU, eine medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet wird. Und wenn man da durchfällt oder die nicht macht, dann wird der Führerschein entzogen. Okay, also das wäre, sagen wir mal, die Ultima Ratio für Angehörige, die sich echt Sorgen machen, dass derjenige wirklich nicht mehr fahren dürfte. Aber vorher muss natürlich eigentlich eher das gute Gespräch stehen, ne? Ganz genau. Ja. Oder auch die selbstkritische Eigenbeurteilung beim Fahrer. Einfach mal drauf ansprechen, mir fällt auf, dass du diesen Fehler machst. Ja. Ich will es dir nur mal so sagen. Ja. Und dann auf Verständnis hoffen. Wie ist es denn mit ärztlichen Diagnosen? Also angefangen vielleicht von der Sehfähigkeit, wenn jemand nicht mehr gut sehen kann und so weiter. Sind Ärzte da irgendwie verpflichtet, das auch weiterzugeben? Nein, Ärzte müssen ihren Patienten natürlich darüber informieren, wenn Bedenken bestehen, dass noch eine Fahrtauglichkeit gegeben ist oder auch wenn Medikamente umgestellt werden. Da muss unbedingt darauf hingewiesen werden, Sie dürfen mit diesem Medikament im Körper nicht mehr Auto fahren. Aber Ärzte dürfen nicht diese Diagnose weitergeben an die Führerscheinbehörde. Da haben sie eine Schweigepflicht. Aber wenn es herauskommt, dass trotz ärztlichen Verbots das Auto gefahren wird und dann kommt es zum Unfall, dann ist der ältere Mensch hier sofort in der Mithaftung. Ah, okay. Also die Ärzte dürfen oder sollten dann ein Fahrverbot aussprechen und es wird auch irgendwo dokumentiert? In der Patientenakte. Okay. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, Autofahren hat ja viel mit Freiheit zu tun, gerade auch für ältere Leute. Also fehlen vielleicht auch einfach Alternativen, oder? Ich meine, kann nicht jeder wie Frau Kornblü mit dem Fahrrad vielleicht noch fahren? Nee, das stimmt. Da sollte man vielleicht Anreize schaffen. Vielleicht den ÖPNV kostenfrei anbieten, wenn man den Führerschein freiwillig abgibt oder die Bahncard vielleicht ganz günstig anbieten. Das sind vielleicht so Anreize, die man schaffen kann, damit sich ein älterer Mensch hier nicht in seiner Freiheit beraubt fühlt. Ja. Wir geben das mal weiter, oder? Danke, Herr Rodekra. Wir sehen uns nachher noch mal wieder. Vielen Dank. Also, wenn Sie schon älter sind, dann versuchen Sie selbstkritisch zu sein und denken Sie mal über so eine Testfahrt nach. Die kostet etwa zwischen 75 und 100 €. Wenn Sie besorgtes Kind von einem uneinsichtigen Autofahrer sind, dann ist Überzeugungsarbeit gefragt und wirklich nur zur Not ein Anruf bei der Führerscheinstelle.